Moin und herzlich willkommen zum neuen Film hier aus der Aquarellwerkstatt. Wenn man wie ich am Meer lebt, hat man die schönsten Motive ja direkt vor der Haustür. So bin ich häufig mit meinem Skizzenbuch am Strand unterwegs und halte im kleinen Format die Stimmung fest. Viel Spaß mit dem heutigen Motiv und jetzt geht's los. Meine heutigen Materialien sind Winsor Yellow, Cobalt Türkis Light, Sienna gebrannt, Kobaltblau, Cerulean Blue, Permanent Alizarin von Winsor Newton, Ultramarin Feinst von Schminke, Neutraltinte von Winsor Newton und Titanweiß von Schminke. Ich arbeite auf Baumwollpapier der Firma Arches, 300 Gramm Graphit, das Format ist ca. DIN A4. Meine Pinsel sind der Eichhörnchenhaarpinsel Größe 12, Rotmarderhaarpinsel Größe 10 und der kleine synthetische Pinsel in der Größe 6 aus meiner eigenen Pinselkollektion. Außerdem brauche ich noch einen Auswaschpinsel. Dies ist ein synthetischer Flachpinsel. Hier seht ihr schon meine Skizze für das heutige Motiv und ich zeige euch noch das zugrunde liegende Referenzfoto. Der Horizont liegt hier fast auf der Hälfte des Bildformats. Dies finde ich aus Gründen der Bildkomposition nicht ganz so gut. Deshalb falte ich mir mein Foto jetzt zu einem Ausschnitt, in dem der Himmel nur noch ungefähr ein Drittel des Bildformats einnimmt. Ich habe dadurch viel Vordergrund und ich denke, der feuchte Sandstrand und die Spiegelung der Buhnen im Sand wird eine besonders schöne Herausforderung für mein Bild. Skizze und Referenzfotos bekommen die Unterstützer unseres YouTube-Kanals wie immer per Mail zugesendet. Auf unserer Steady-Unterstützerseite der Aquarellwerkstatt könnt ihr nach erfolgreichem Login auch alle älteren Fotos und Skizzen zu den Filmen hier auf diesem Kanal finden. Im Himmel möchte ich luftige und weiche Verläufe haben, deswegen arbeite ich auf nassem Papier. Ich feuchte also mit klarem Wasser das Papier erst einmal gründlich an. Ich arbeite heute wieder auf Baumwollpapier, welches den Vorteil hat, dass die Trocknungszeit sehr lang ist und ich genügend Zeit habe, um meine Farbe in das feuchte Papier einzuarbeiten. Mit Ultramarinblau, etwas Sienna gebrannt und einem Hauch Permanent Alizarin male ich mit wenigen Strichen die Himmelsfläche. Einige kleinere Flecken lasse ich weiß stehen, hier möchte ich ganz locker ein paar helle Wolken andeuten. Den Himmel föhne ich kurz trocken, bevor es mit dem Meer weitergeht. In der Meeresfläche werde ich gleich mit relativ dunklen Farben arbeiten. Damit sich die Farben auf dem Papier schön miteinander verbinden, sprühe ich die Fläche des Meeres mit klarem Wasser an. Hierfür habe ich den Himmel mit einem Stück Küchentuch abgedeckt. Hier soll die Fläche trocken bleiben. Aus Ultramarinblau, Sienna gebrannt und etwas Neutraltinte mische ich mir jetzt einen dunklen Meereston. Mit relativ wenig Wasser in der Mischung erzeuge ich diese dunkle Farbe und arbeite jetzt mit zügigen Pinselstrichen über das Blatt. Hier vorne an der Welle möchte ich einen durchbrochenen Pinselstrich erzeugen. Dies kann schon das Spritzen der Gischt andeuten. Die Form der sich überschlagenden Welle am Strand wird nun negativ herausgearbeitet. Ich male das dunkle Meer und die Oberkante der Welle entsteht von selbst. Mit dem Flachpinsel hole ich einige helle Formen aus der dunklen Wasserfläche wieder heraus, um weiter entfernte Wellen anzudeuten. Nun möchte ich das Innere der großen Welle ausarbeiten. Ich feuchte hierfür die Form der Welle mit klarem Wasser an. In die Fläche setze ich eine stark verdünnte Mischung aus der vorher verwendeten Farbe, vor allem in den unteren Bereich der Welle. An ihrer Oberkante soll unregelmäßiges Papierweiß unbedingt stehen bleiben. Hier ist der Kontrast des weißen Papieres zum sehr dunklen Meer ganz wichtig für die Bildwirkung. Mit etwas Gelb und Ultramarinblau mische ich mir nun ein Grün und töne es mit der Komplementärfarbe Permanent Karmesin ein wenig ab. Mit diesem gebrochenen Grün male ich nun das Innere der großen Welle. Viel Wasser im Pinsel und variable Pinselstriche sorgen hier für eine schöne, abwechslungsreiche Fläche.
Wieder mit leichterem Tonwert werden die beiden Wellenberge auf der rechten Seite im unteren Bereich abgedunkelt. Ein paar Wasserspritzer in die eben angelegten Flächen sorgen für noch mehr Bewegung in meiner Welle. Mit klarem Wasser geht es nun im Spülsaum unter der Welle weiter. Ich gebe etwas Ultramarinblau hinein und auch ein wenig Kobalttürkis Light. Der Spülsaum ist oft die absolut hellste Fläche im Bild, wenn ich solch ein maritimes Strandmotiv male. Hier versuche ich die helle Spiegelung der großen Welle vorsichtig freizulassen. Mit Ultramarinblau, Sienna gebrannt und immer cremiger werdenden Farbauftrag geht es in Richtung Strand weiter. Über die Buhnen male ich in diesem Schritt hinweg und wechsle hier meine Farbtemperatur in den etwas kühleren Bereich. Es kommt zu meiner Farbmischung Permanent Alizarin hinzu. Nach unten werden die letzten Striche mit cremigerer und dickerer Farbe gesetzt. Ich bleibe hier bei der Mischung von Sienna gebrannt und Ultramarinblau. Einige feine Striche mit der Pinselspitze im Mittelgrund deuten die Bewegung des Wassers im Spülsaum an. Ein paar helle Linien möchte ich nun mit dem Auswaschpinsel direkt aus der feuchten Fläche wieder herausnehmen. Dies sind Wasserspiegelungslinien, die auf dem Referenzfoto wirklich gut zu erkennen sind. Ich könnte auch versuchen, sie später auszuwaschen, aber solange die Fläche noch feucht ist, gibt es besonders schöne, weiche Verläufe. Ich muss nur immer darauf achten, dass der Flachpinsel jetzt wirklich nicht zu nass ist. Die kleinen Bewegungen des Pinsels zum linken unteren Bildrand bedeuten, dass ich ihn hier mit meinem Tuch oder mit meiner Hand immer wieder abtrockne. Mit kräftigen Farbaufträgen und viel Pigment und Wasser male ich nun die Buhnen. Ich habe ihre Anzahl etwas reduziert und sie auch im Abstand nicht ganz so gleichmäßig gesetzt, wie auf dem Referenzfoto zu sehen ist. Bei mir ist es eine sehr alte, sturmerprobte Buhnenreihe, an der der Zahn der Zeit schon heftig genagt hat. Ich arbeite jetzt mit ganz verschiedenen Mischungen aus Sienna gebrannt, Ultramarinblau, etwas Permanent Karmesin und auch stellenweise mit Kobalttürkis Light. So kann ich den Schimmer des verwitterten Holzes mit vielen Variationen wiedergeben. In der Entfernung werden die Buhnen kleiner und auch die Abstände zwischen ihnen kürzer. Dies ist für die räumliche Wirkung dieser Reihe sehr wichtig. Ich setze nun an die stellenweise noch feuchte untere Fläche die Spiegelung. Hier habe ich in die vorhandene Farbpfütze auf meiner Palette etwas Neutraltinte und auch ein wenig Kobalttürkis Light hineingegeben. Für Spiegelungen ist es immer wichtig, eine wirklich wässrige Farbe zu verwenden, damit die Pigmente sich gut miteinander verbinden. Der untere Farbauftrag sollte nach dem Trocknen unter der Spiegelung immer noch hervorscheinen können. Aufgepasst auch bei der Richtung der zu spiegelnden Objekte. Sie sollte immer spiegelverkehrt auf dem Blatt erscheinen. Ein paar Linien schwungvoll mit der dunklen Spiegelungsfarbe im Bild verteilt, sorgen für eine harmonische Wiederholung der Formen und Farben. Mit dem Auswaschpinsel hole ich ein paar Helligkeiten aus den Holzstücken heraus, um sie plastischer darzustellen. Auch hier hilft mir ein Blick auf mein Referenzfoto, man kann die Details hier ganz gut erkennen. Hier oben fällt mir auf, dass die Form der Dunkelheit dieser Welle noch nicht ganz perfekt ist. Die dunkle Fläche der Welle hat genau die gleiche Breite wie die hellere Fläche links davon. Ich möchte hier die Abstände ein bisschen spannender gestalten. Also feuchte ich die Welle noch einmal an und setze dann die verwendeten Grüntöne ein bisschen weiter nach links in die Form hinein. So gefällt es mir nun besser. Für dieses Bild habe ich keine Online-Versteigerung geplant, da ich in der nächsten Zeit sehr viel unterwegs bin. Falls du dich aber für dieses Original interessierst, es ist natürlich wie alle kleinen Original-Aquarelle, die ich hier für den Kanal male, verkäuflich. Du kannst mir gerne eine E-Mail schreiben, wenn du Interesse an diesem Bild hast. Die E-Mail-Adresse und auch meine Website findest du unter dem Video in der Videobeschreibung. Einfach auf das Wörtchen mehr drücken, dann öffnet sich die gesamte Videobeschreibung mit Materiallisten und zusätzlichen Informationen.
Ich habe jetzt das gesamte Bild noch einmal geföhnt und setze mit dem kleinen Detailpinsel noch 3 Möwen in den Himmel. Ein wenig Titanweiß direkt aus der Tube kommt als Lichtreflex auf die Flügel. Diese weißen Highlights entnehme ich mit der Pinselspitze direkt aus der Tube, damit die Farbe wirklich strahlt und deckend erscheint. Hier lohnt sich die Anschaffung einer Tube Titanweiß in jedem Fall. Denn wenn man das Weiß aus dem Näpfchen anlöst, wird es auf dem Blatt nicht deckend erscheinen. Auch die Buhnen bekommen noch an wenigen Stellen einen kleinen Lichtreflex und dann ist mein Meeresmotiv für heute fertig. Ich hoffe, dass du auch wieder nächste Woche hier auf dem Kanal dabei bist. Dann gibt es ein neues Video und es geht um eine Meisterkopie und inwiefern uns das Kopieren der Meister in unserer eigenen Kunst wirklich weiterbringt. Ich freue mich schon drauf und sage Tschüss, bis dahin.